Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute bin ich zu Gast bei Marc. Marc fährt auch einen Enyaq, den seht ihr hier schon hinter mir. Und wir haben uns hier eine Location im Bündnerland bei den Schnitzelbergen ausgesucht, um mal über die Familientauglichkeit des Enyaq zu sprechen. Und damit meine ich nicht einfach zu sagen, hey, der hat ja 600 Liter und eine Rücksitzbank mit viel Platz, sondern hier geht es ums Eingemachte, so wie ihr es von Speicher elektrisiert kennt. Auf geht's! Bei mir hier, da steht der Marc. Der Marc, wie ihr seht, ist Enyaq-Fahrer und der Marc hat etwas, was ich nicht habe, nämlich die Familie, die es braucht für dieses Video. Marc, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo zusammen, ich bin der Marc, ich wohne im Herzen von Graubünden. Ich habe eine reizende Frau, 2 liebreizende Kinder und brauche daher ein größeres Auto. Und ich habe mich im Juni letzten Jahres für den Enyaq entschieden. Hatte noch eine relativ kurze Wartezeit von einem halben Jahr. Konnte ihn, das war unser Weihnachtsgeschenk für unsere Familie, am 21. Dezember dieses wunderschöne Auto in Empfang nehmen. Stichwort Enyaq, wie viel bist du denn mittlerweile schon gefahren? Bist du zufrieden mit dem Auto? Ich bin absolut zufrieden mit dem Auto. Ich habe jetzt seit Weihnachten schon, gestern habe ich 14.000 Kilometer erreicht und hatte nie größere Probleme, außer das, was man sonst so kennt, aber bis jetzt absolut zufrieden mit dem Fahrzeug. Wunderbar. Marc ist übrigens Schweizer, für euch spricht er Hochdeutsch, aber für die Schweizer Zuschauer, vielleicht magst du sie auch kurz auf Schweizerdeutsch begrüßen. Ja, grüezi miteinander, natürlich Schweizer, aber mein Hochdeutsch kommt nicht von ungefähr. Ich habe deutsche Wurzeln und darum fällt mir das relativ ring, da zu switchen. Bestens. Switchen ist auch genau das Thema. Wir switchen jetzt zum Content und wir beginnen mit dem Thema Kindersitze und Platz für die Kinder auf der Rücksitzbank. Bekanntlich habe ich von dem, was jetzt kommt, so gut wie keine Ahnung. Damit überlasse ich auch Marc direkt das Wort zum Thema Kindersitze. Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, wir sind zu viert unterwegs. Das heißt in der Konfiguration, die Eltern sitzen vorne, die beiden Kinder sitzen hinten normalerweise. Jetzt ergibt sich aber so, dass wir diesen Sommer in Urlaub fahren und eine 5. Person mitnehmen. Und jetzt wollen wir mal kurz anschauen, wie das funktioniert, wenn wir die Sitze ein bisschen anders konfigurieren. Der Enyaq hat den Vorteil, dass wir auch auf dem Beifahrersitz Isofix-Punkte haben. Somit ist es kein Problem, einen handelsüblichen Kindersitz mit Isofix auch nach vorne zu setzen. Jetzt haben wir den Sitz vorne montiert und du sagst, ihr fahrt zu 5. Jetzt ist ja der Vordersitz weg. Wo passen denn jetzt die 5 Leute rein? Jetzt nehmen wir hier hinten den Sitz von meinem kleinen Sohn und packen den in die Mitte. Auf geht's. Ich wechsle mal die Seite. Hoffe, dass ich es gegen das Licht gefilmt bekomme. In der Mitte haben wir natürlich das Problem, dass wir hier keine Isofix-Punkte mehr haben. Das heißt, wir müssen ihn konventionell mit Gurten befestigen. Und der Kindersitz ist in der Mitte montiert. Ja, setzen wir uns doch einfach mal rein. Und wenn wir jetzt mal gucken, Marc ist nicht der Kleinste und auch ich bin zwar klein, aber klar, man merkt, dass der Sitz jetzt hier ist. Aber ja, das passt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ist natürlich sowas, das weiß man nicht, wenn man immer nur zu zweit unterwegs ist. Aber das sieht praktisch und gemütlich aus, zumindest um in die Ferien zu gehen. Jetzt habe ich hier sowas vor mir. Ich nehme an, das ist eine iPad-Halterung. Genau, das ist die iPad-Halterung. Ich kann dazu sagen, da gibt es verschiedene Modelle. Da reicht auch, wenn man ein relativ kostengünstiges nimmt. Das hier haben wir aus einem Discounter.
und hält super auch mein iPad Pro. Sonst sind unsere Kinder sehr zufrieden mit Büchern und was ich auch nicht gedacht hätte, sie spielen sehr gern mit Autos auf den Tischen, die wir hier haben. Okay, die Tische, die habe ich nicht in meinem Enyaq. Ich klappe auch mal meinen hier hoch. Ja, praktische Sache. Scheint noch ziemlich stabil zu sein. Ideal geeignet, um zu spielen. Ja, und vor allem, die Kinder können ihre Trinkflasche hier gleich mit reinstellen. Ah ja, praktisch. Da fliegt die auch nicht rum und muss nicht irgendwie vom Beifahrer hinten gesucht werden, wenn das Kind quengelt. Genau. Denn wir hätten ja auch, gerade für die Flasche, haben wir ja hier in der Mittelkonsole, wir haben ja hier diese herausnehmbare Mittelkonsole, hätten wir Flaschenhalterungen. Allerdings ist es so, dass die Kinder halt im Kindersitz zu klein sind, um sie hier unten zu erreichen. Ja, im Prinzip ja fast schon simply clever, die ganze Sache. Also ich kann mir das tatsächlich vorstellen, ganz ehrlich, hier jetzt zu 5 in die Ferien fahren. Klar, das ist natürlich jetzt nicht super komfortabel. Ein paar Kompromisse muss man machen. Aber allein die Überlegung, 3 Erwachsene und 2 Kinder in einem Auto und dann hat es da hinten immer noch die 585 Liter, das ist schon ordentlich. Apropos 585 Liter hinten, zu Kindern gehört ja oftmals auch noch ein Kinderwagen dazu. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir öffnen hier kurz und sehen, hier haben wir einen Kinderwagen drin. Einen ziemlich großen Kinderwagen, wie ich finde. Wir sehen, wir haben noch ein klein wenig Platz auf der Seite. Ein bisschen was passt rein. Aber natürlich keine großen Koffer und so. Aber auch ein großer Kinderwagen hat hier immer noch Spiel. Also der dürfte durchaus noch mal 10 cm länger sein, ohne Probleme. Nicht schlecht. Aber ja, der Kofferraum ist voll. Hier seht ihr den Kinderwagen noch mal in seiner Größe. Auch hier kann ich wieder nichts dazu sagen. Es scheint mir doch recht groß zu sein und komfortabel für die Kinder. Ja, kann man so sagen. Was man allerdings sagen muss, wenn der Kinderwagen drin ist, passt halt eben nicht viel anderes Gepäck dazu rein. Und jetzt für einen Urlaub bleibt dieser Kinderwagen leider zu Hause. Was wir dafür mitnehmen können, ist ein Buggy. Ein Buggy kann man ja schön zusammenfalten. Und da hilft uns diese abgeschrägte Kante, die wir von den Rücksitzen haben. Hier unten passt der Buggy super rein und die Koffer kommen nicht ganz bis vorne hin. Somit ist da genügend Stauraum für den Buggy. Das heißt, der Buggy ist quasi hinter den Koffern. Ja, kannst du den Buggy vielleicht gerade noch mal reinstellen? Weil ich könnte mir auch vorstellen, der passt nicht zwingend in jeden Kofferraum. Da kommt es natürlich wirklich dem Enyaq zugute, dass wir hier fast 600 Liter im nicht umgeklappten Zustand haben. Da zeigt sich dann wirklich, da geht richtig was rein. Ja. Also du musst auch nichts demontieren oder so. Nein, wohlgemerkt, das wollte ich jetzt gerade auch erwähnen, hier die Blende oder die Abdeckung, die ist noch dran bei mir. Also für die, die es nicht gesehen haben. Das Rollo ist noch dran, das ist nicht rausgebaut. Und der Kinderwagen hat immer noch spielend Platz. Also er hat hinten natürlich jetzt noch ziemlich viel Platz. Da hat immer noch irgendwas Platz dahinter. Nicht schlecht. Mir dunkt, das Auto ist wirklich recht familientauglich soweit. Wir haben die Kindersitze, wir haben den Kinderwagen. Wie gerade schon gesagt, mit einem Buggy geht es in die Ferien und genau das soll auch unser nächstes Thema sein. Wir gehen in die Ferien zu 4, respektive ihr sogar zu 5 und zeigen euch jetzt einfach mal, wie so ein Enyaq dann voll beladen mit Kindern aussieht und dass auch das überhaupt kein Problem ist. Vorher gucken wir uns aber bei Marc im Auto noch eine andere Besonderheit an, die ihr hier bei mir nicht seht. Ich habe ja den Standard-Ladeboden drin. Der Marc aber, der hat da die Originalschutzmatte, richtig? Genau, ich habe mir die Originalschutzmatte hier gekauft. Natürlich für den Kinderwagen ist das von Vorteil, wenn der Kinderwagen mit nassen Rädern oder so reinkommt. Dann habe ich hier einfach die ganze Suppe, ist bei mir auf dieser Matte drauf. Und ich kann es einfach abwischen. Und dementsprechend bleibt mein Unterboden wie neu. Das stimmt, das ist er bei mir nicht mehr. 1:0 für Marc. Was ich aber gerade gesehen habe, magst du mal die Klappe hochnehmen? Dann seht ihr mal, was alles in so einen Zwischenboden reingehen kann. Wer das bei mir sieht und nur die paar Sachen sieht, der denkt sich, hui, wie viel Platz ist da eigentlich?
sehr viel Platz. Marc, du hast ja ein ganzes Notfallequipment dabei. Ja, ich habe wirklich viel dabei. Ich habe sogar 2 Verbandsbüchsen dabei. Ich habe hier die offizielle von meinem Händler drin. Ich habe hier noch eine zweite von meinem alten Auto mit drin. Ich habe 2 Wärmedecken, Wärmeschutzdecken hier mit dabei. Ich habe hier Spannmaterial, weil der Enyaq, das ist wirklich ein super Auto. Es hat überall diese Haken, wo man irgendwas befestigen kann. Aber zum irgendwas befestigen muss man ja auch irgendein Seil oder so haben oder halt eben ein Spanngurt. Da habe ich Spanngurte dabei, ich habe irgendwelche Lappen dabei, auch zum ein Kabel mal putzen, wenn das im Regen gelegen hat. Da ein kleiner Tipp von mir. Ja, ich weiß, bei den mobilen Wallboxen gibt es noch keine Spiralkabel, aber wie ihr ja wisst, für das Typ 2 Kabel bin ich ein totaler Fan vom Spiralkabel. Habt ihr bei mir schon oft gesehen, wird mir ja von der Energielösung zur Verfügung gestellt. Einfach mal vorbeischauen. Nachteil von dem Kabel ist lediglich, es ist nicht in der Serie dabei und man muss es halt kaufen. Es kostet halt auch entsprechend Geld, ist aber praktisch, weil er spart den Lappen. Nichtsdestotrotz zurück zum Thema. Wir sehen hier natürlich eine mobile Wallbox mit diversen, auch zum Teil wohl noch nicht benutzten Adaptern und noch mehr Regenschirme. Ja, genau. Ich meine, wir sind eine 4-köpfige Familie. Wir brauchen dementsprechend 4 Regenschirme mindestens. Darum habe ich in beiden Türen, Fahrer- und Beifahrertür, je einen Regenschirm drin. Da ist es, der Originale passt gut, wenn man einen von einem Dritthersteller holen will, der muss schon sehr klein sein, die sind sehr schmal, die Schlitze. Ich habe aber hier 2 extra Regenschirme und das sind alles Knirpse. Ich habe sogar hier hinten noch Es hört nicht auf. einen großen Regenschirm. Schaut euch das an, da ist dann noch der Schneewischer und der Eiskratzer drin. Der Mann weiß tatsächlich, wie man den Zwischenboden nutzt. Jetzt nur noch ein kleiner Hinweis. Auf der Matte könnt ihr natürlich die schönen Cargo-Elemente nicht mehr stecken. Also die verlieren natürlich ihre Funktion. Kleiner Wermutstropfen, aber wahrscheinlich nicht wirklich schlimm, oder? Da möchte ich dir sogar widersprechen, lieber So Matthias. was aber auch. Ja, denn die Matte ist multifunktional. Ich muss sie nicht rausnehmen, sondern ich muss sie nur drehen. Und ich habe wiederum eine Matte, wo ich die Cargo-Elemente benutzen kann. Okay, das ist praktisch. Da hat Speicher elektrisiert auch noch was gelernt. Und wer jetzt denkt, das hätten wir geskriptet oder das ist vorbereitet, nein, ist es nicht. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der die Matte umdrehen kann. Gut, genug von der Matte. Packen wir mal hinten die Koffer hinein. Wir laden um und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie gut das noch hinten in den Enyaq passt, obwohl wir nicht umgeklappt haben. Wir laden jetzt die Koffer um. Besser gesagt, der Marc lädt die Koffer um und ich filme ihn dabei. Ja, manchmal hat man es als Kameramann gut. Das sind übrigens keine kleinen Koffer, das seht ihr jetzt auch gleich. Ja, das sind, was wird das sein? 110, 120 Liter Koffer, da geht schon was rein. Ich denke es auch. Also es sind wirklich große Koffer. Wir verreisen wirklich auch länger damit. Meine Frau und ich haben damit schon Trips auf die Malediven, nach Bali gemacht. Für 2 Wochen Bali hatte alles wirklich Platz da drin. Gut, packen wir sie rüber. Natürlich helfe ich dem Marc dabei und nehme hier auch noch einen Koffer mit und reiche ihm den mal rüber. Und jetzt ist es so, dass ihr die speziell verladet, dass sie reinpassen. Weil als ich die nämlich eben versucht habe, bei mir, ohne das zu wissen, reinzupacken, habe ich von den 3 nur 2 reinbekommen. Ja, wir haben auch einen etwas kleineren Koffer. Ich glaube, das ist so der übliche Koffer, den man hat beim Reisen, gerade bei Flugreisen. Also 70, 80 Liter wird das sein. Genau, der passt natürlich hier rein. Das ist überhaupt kein Der Problem. ist ein bisschen verloren alleine da drin. Genau, aber mit den 2 großen Koffern, die sind auch noch ein bisschen konisch zu allem hin. Was aber in diesem Fall von Vorteil ist, denn auch mit den Rollen, die hier abstehen, im Gegensatz zu dem Koffer, wo sie ja versenkt sind, hier haben wir abstehende Rollen. Aber wenn ich diesen konischen Koffer mit der kleinen Seite nach vorne reinschiebe, so, dann sieht man auch hier hinten, selbst mit den Rollen, bin ich immer noch gut drin. Und da vorne seht ihr jetzt übrigens auch den Platz für den Buggy, der nämlich bleibt durch die schräge Rücksitzbank. Und so kriegen wir ganz entspannt 3 Koffer rein. Wer will,
hat da sogar noch Platz, um noch mehr reinzustecken. Genau. Und das Rollo lässt sich immer noch schließen. Und das Rollo geht immer noch zu und versteckt das Gepäck. Das ist clever. Also ihr seht, 3 Koffer, da ist immer noch Stauraum. Und auf der Seite oben haben wir immer noch oben Platz. ist natürlich noch Massivluft, wenn man Also gar nicht... Eine Sporttasche, 2 Sporttaschen, Ja. 3 Sporttaschen, immer noch kein Problem dazu. Ja. Also wenn man hier jetzt mal reinguckt, seht ihr, wie viel Platz noch oben drauf ist. Also da ist noch Luft für mehr. Und Luft für mehr haben wir natürlich noch an einem anderen Ort, nämlich da unten. Denn wer in die Ferien fährt, vor allem mit Kindern, der nimmt was mit? Ein Fahrrad. Und deswegen haben wir natürlich auch einen Veloträger dabei und exemplarisch einfach mal ein Bike drauf montiert. Und das bauen wir jetzt für euch auch noch mit dran. Kommen wir zum Velo. Wir haben hier einen für 3 Fahrräder, logisch Familie. Wir haben hier übrigens nicht den Träger, den Skoda zumindest in der Schweiz im Standardprogramm hat, den Ateca. Den könnt ihr dann bei mir künftig sehen, wenn wir auch ein paar Ausflüge mit dem Bike machen. Wir haben es hier mit einem Thule-Träger zu tun und bei dem gibt es ein paar kleine Besonderheiten, die zeigt euch der Marc gleich auch. Aber erstmal stecken wir das Ding natürlich an unser Reisemobil für die Familie hinten dran. Sehr gerne. Und gleich beim Anstecken gibt es schon das erste kleine Du hast auch Feature. das rote Schild. Ja, das musste ich mir besorgen. Das gehört dran. Respektiv, wenn man ein bisschen ein fauler Mensch ist, dann möchte man nicht immer die Nummernschilder wechseln. Und bei mir kommt noch dazu, ich habe hier Nummernschilder ohne Rahmen. Ja. Das heißt, ich hätte etwas mehr Mühe, die abzunehmen. Darum habe ich mir das rote Schild gegönnt, damit ich das Nummernschild vom Auto nicht abnehmen muss. Für euch kurz zum Vergleich. Bei mir sieht das Ganze hinten so aus, dass meiner hat hier diesen Rahmen drumherum in schwarz absichtlich. Er hat den weggelassen. Vorne haben wir beide rahmenlos. Und vielleicht der Hinweis für die, die das gar nicht wissen, was es mit diesen roten Kontrollschildern oder zu Deutsch Kennzeichen auf sich hat. Die gab es lange in der Schweiz nicht. Da mussten wir immer das eigentliche Kontrollschild von hinten umstecken auf unseren Veloträger. Und das ist natürlich nervig und lästig, insbesondere wenn man so eine Halterung wie der Marc hat. Und die gibt es erst seit diesem Jahr. Der Bestellandrang war riesig. Wir haben Monate zum Teil darauf warten müssen, um diese Schilder zu bekommen. Ich habe meins zum Glück auch. Und darum sind wir so happy über diese roten Schilder da hinten drauf. Das aber nur am Rande. Mach das Ding mal dran. Genau. Bei diesem Modell von Thule ist eine Besonderheit, weil wir hier den Stecker am Fahrzeug direkt an der Anhängerkupplung haben, müssen wir zuerst den Stecker einstecken. Denn wenn ich erst den Fahrradträger auf die Kupplung drauf mache, dann kann ich hier den Stecker nicht mehr randrehen. Ja, dann blockiert hier diese Nase am Plastik von dem Thule Veloträger und dann macht ihr die ganze Übung gerade nochmal. Genau, wir können das auch hier noch mal kurz zeigen, wenn ich den jetzt hier anstecke. So, wenn ich jetzt den hier versuche wegzunehmen, dann steht der hier Da an. seht ihr es. Da geht es nicht weiter. Ziemlich clever gemacht von Thule. Ist wahrscheinlich der bessere Fahrradträger als der von Ateca, wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kosten. Nichtsdestotrotz, das Ding ist dran und wir können jetzt noch Fahrräder aufladen. Wir haben jetzt einfach mal exemplarisch nur 1 mitgebracht statt 3. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber ich denke, ihr glaubt uns auch so, dass hier problemlos 3 Fahrräder drauf passen. Apropos 3 Fahrräder. Ihr seid aber zu 5. Packt ihr dann noch 2 oben aufs Dach? Naja, für den nächsten Urlaub sind meine 2 Kinder ja erst 1 und 3. Da haben die noch kein Fahrrad dabei. Okay. Aber Das deine wieder. Frage ist berechtigt. Wenn meine Kinder größer werden, dann sind wir zu 4. Dann brauchen wir 4 Räder. Ich habe aber nur einen Träger für 3. Thule hat hier ein System, wo man hier einen 4. Träger dran machen kann, dass man 4 Fahrräder hinten drauf bringt. Das wird dann aber schon ein ganz schön langes Auto, ha? Das wird ein ganz schön langes Auto. Weil wenn da dann noch ein 4. dran ist, Respekt. Ja, aber er spart natürlich dann oben was draufzustellen, noch mehr Luftwiderstand. Eine Dachbox, die nutzt ihr aber nicht, oder? Nein, Dachbox haben wir nicht drauf gemacht. Wir haben auch keine Dachträger. Ja.
Aber braucht es ja im Prinzip auch nicht, oder? Wenn ihr jetzt mal überlegt, was hier jetzt schon alles in dem Auto drin ist und auch gerade hinten drauf kommt, da kann man sich den Dachsarg schon fast sparen. Wäre natürlich noch eine Ergänzung, kann man natürlich noch machen, wenn man das wollte, aber nötig ist es nicht. So, wir haben das Fahrrad hinten drauf. Klar, die Klappe ist offen. Das ist jetzt kein offenes Geheimnis, dass die Klappe auch zugeht. Man kann natürlich die meisten Träger abklappen. Beim Thule geht das sehr elegant mit diesem Tritt. Beim Ateca ist das ein bisschen fummeliger. Ja, vielleicht muss ich doch noch mal über meine Fahrradträgerwahl nachdenken. Bude zu. Wir haben Gepäck eingeladen. Wir haben den Fahrradträger mit dem Fahrrad drauf. Wir haben die Kindersitze einmal hinten, einmal vorne drin. Das Auto ist reisebereit. Klar, geht ihr jetzt hinten nicht wirklich runter, die Koffer sind leer. Seht uns auch das bitte nach, dass wir jetzt hier nicht gefüllte Koffer geschleppt haben. Aber ich würde sagen, eine 5-köpfige Reisemannschaft ist jetzt parat, in die Ferien zu gehen. Worüber wir jetzt natürlich auch noch sprechen, das ist Verbrauch, Reichweite. Wenn man so beladen ist und mit so viel in die Ferien fährt, da hört man ja im Prinzip die schlimmsten Märchen. Ne? So von wegen, die Reichweite halbiert sich, das Auto kommt eigentlich gar nicht mehr vom Hof und alles macht keinen Spaß in der Elektromobilität. All diese Sachen, die man da so liest und hört, da ist immer ein Funken Wahrheit dran, aber natürlich auch immer viel dazu gedichtet. Marc hat aber die ganzen Erfahrungen schon gemacht und davon wird er uns jetzt auch noch so ein bisschen berichten, so typische Erfahrungen, wie es ist mit Kindern auf der Langstrecke, mit so viel Gepäck auf der Langstrecke und was das tatsächlich auch für den Verbrauch bedeutet. Wenn das Auto so viel beladen ist, was bleibt denn da an Reichweite? Wie geht da der Verbrauch hoch? Du hast bestimmt schon Erfahrungen gesammelt und das ist was, das interessiert, glaube ich, alle. Stimmen die Märchen, dass du im Prinzip nur noch 100 Kilometer weit kommst? Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Wir waren im März wohlgemerkt in Skiferien. März, Winter, höherer Verbrauch. Wir sind ins schöne Österreich gefahren, nach Saalbach-Hinterglemm. Das ist rund 370 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Ich habe vorgängig eine Ladeplanung gemacht für das Ganze. Ich habe mir genau rausgeschrieben, wo kann ich anhalten, wo kann ich laden, wo hat es Ladesäulen, die schnell genug sind. Aber wie das Reisen mit Kindern so ist, funktioniert das nicht. Ja. Alle Pläne sind über den Haufen geworfen worden. Das hat schon damit begonnen, dass wir schon mal 2 Stunden später losgefahren sind. Somit ist auch der Mittagsrast nicht mehr auf dem Rastplatz passiert, auf dem ich eigentlich hin wollte. Und wir haben eine Raststätte angefahren, die keine Ladesäule hatte. Okay, das ist nicht so gut. Aber ich hatte ja noch genug im Akku drin. Okay. Das war ungefähr 150 Kilometer von hier. Ja. Wir sind dann halt nach dem Mittagessen weitergefahren. Und wie das mit Kindern so ist, der Große musste dann halt irgendwann mal auf die Toilette. Und dann sind wir rausgefahren und ich hatte natürlich für diesen Ort überhaupt keine Ladeplanung. Ich hatte keine Ahnung, wo es eine Ladesäule gibt und habe mich da voll auf das Navi vom Enyaq verlassen. Das war vielleicht nicht so clever, weil ihr hört es schon, er hat vorher viel Ladeplanung gemacht. Ihr habt es auf meinem Kanal bis zum Umfallen gesehen. Wie hast du es gelöst? Und dann sind wir rausgefahren und je langsamer wir gefahren sind, desto mehr Ladesäulen haben wir angezeigt bekommen im Navigationssystem und konnten wir eine 50 kW Ladesäule anfahren. Und das hat dann ohne Probleme funktioniert. Nicht der Hit, aber eben, Strom ist Strom, und manchmal ist auch eine 50 kW völlig ausreichend. Das heißt, du hast dann auf der Fahrt hin einmal nachgeladen? Ich habe einmal nachgeladen, ich habe mehr geladen, als ich gebraucht hätte. Vor Ort, ich nehme an, du konntest im Hotel laden? Genau, im Hotel hatten wir mehrere Wallboxen. Es waren, glaube ich, 4 oder 5 Stück, war kein Problem. Auch zu einem relativ fairen Preis. Ja. Die haben ein Gesamtpaket, ich habe 25 € bezahlt, konnte aber die ganze Woche so viel laden, wie ich wollte. Ja, das ist fair. Das ist ein fairer Preis. Also einmal vollladen, da wären wir bei den 25 €. Gilt natürlich nicht nur für Familien, gilt generell. Wenn ihr in die Ferien geht, achtet doch drauf, dass die Hotels Ladesäulen haben. Erspart ihr euch ganz viel Ärger und ihr motiviert die Hotellerie endlich, den Ausbau voranzutreiben. Es geht dann irgendwann auf die Rückfahrt. Wie sah es da aus? Wie viel hast du da nachgeladen? Ich nehme an, ihr seid durchs Vorarlberg über den Pass oder durch den Tunnel? Wir sind durch den Tunnel.
Kann sagen, wir haben im Hotel natürlich vollgeladen. Ich war mit 100% im Hotel. Bin losgefahren und natürlich mit den Kindern nochmal zweimal angehalten, aber völlig ohne Ladeplanung und nie geladen. Ja. Dann durch den Arlbergtunnel und so auf der Höhe vom Arlbergtunnel hatten wir noch so 20% im Akku drin. Dann geht es danach natürlich runter Richtung Feldkirch. Und in Feldkirch unten hatte ich doch irgendwo 25-27% wieder im Akku drin. Die Stärke der Rekuperation, ha? Genau, aber 25% vom Liechtenstein nach Hause ist schon sehr knapp. Und ich hatte die Wahl, entweder fahre ich irgendwo bis Heidiland oder Chur Süd und gehe nochmal einen Schnelllader für 2 Minuten, weil mehr brauche ich ja nicht. Oder ich fahre durch, aber reduziere die Geschwindigkeit. Und so bin ich von Liechtenstein nach Hause mit 100 Stundenkilometer gefahren, was immer noch ordentlich ist. Habe wahrscheinlich dieselbe Zeit verloren, wie wenn ich an den Schnelllader rangegangen wäre. In summa summarum vielleicht 10 Minuten später zu Hause angekommen. Aber ich bin mit irgendwo 4 bis 6 Kilometer Restreichweite zu Hause auf den Hof gefahren. Gehört dazu. Natürlich hat er dann immer noch die Reserve von 0%. Da sind dann auch noch ein paar Kilometer drin. Und ich sehe jetzt schon vor allem das Entsetzen bei unseren deutschen Zuschauern. 100 auf der Autobahn. Sind wir ehrlich, auch in Deutschland könnt ihr mehrheitlich nicht mehr so schnell fahren, wie ihr wollt. Also 160 mit den Kisten. Kleiner Rat, ich denke, das kannst du unterstützen. Selbst in Deutschland 130 Richtgeschwindigkeit ist für entspanntes Fahren mit dem Elektroauto eine super Sache. In allen anderen europäischen Ländern, wie jetzt hier bei uns in der Schweiz, wo 120 gilt, könnt ihr es doch sowieso auch nicht. Also messt eure Autos nicht an 160 und dem Verbrauch, sondern an dem, was ihr wirklich fahrt. Es ist entspannter und ihr seht, so kann man auch spielen. Einfach ein bisschen langsamer fahren, nicht rausfahren zum Laden, sich den Stopp ersparen. Die Kinder wollen dann raus, dann wollen sie vielleicht nicht weiter, dann ist noch dies, dann ist noch das. Sondern, einfacher Tipp, etwas langsamer fahren und mehr Reichweite haben. 370 Kilometer von 100 auf 1%, zu viert im Auto mit dem ganzen Wintersportgepäck im Winter, finde ich eine super Leistung. Da ist klar, dass man nicht an den WLTP von 520 rankommt. WLTP ist eh Quatsch, das wissen wir alle. Hört sich so an, als bist du zufrieden, als ist die Kiste voll familientauglich. Letzte Worte, möchtest du unseren Zuschauern noch etwas mitgeben hinsichtlich Familientauglichkeit und Enyaq? Sollte man da noch zögern? Überhaupt nicht. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Der Enyaq ist wirklich ein super Familienauto. Marc, dir ganz vielen Dank, dass du zu Gast heute hier warst, in der Pilotfolge zu Gast bei Speicher elektrisiert. Wenn jemand von euch dazu auch eine Idee hat, was schon immer auf meinem Kanal sein sollte, macht's wie Marc, zögert nicht und meldet euch. Es tut nicht weh, es macht Spaß. Man hat Freude, auch mit Mähmaschinen. Und ich würde mich freuen, dementsprechend auch von euch zu hören. Der Enyaq ist ein absolut passendes und praktisches Familienauto. Das wird euch dieses Video sicher gezeigt haben. Fährst du auch mit deiner Familie einen Enyaq? Na, dann schreib's mir doch unten in die Kommentare und ich würde mich über deine Erfahrungen sehr freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns beiden doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann lass auch noch ein Abo da. Das ist bekanntlich kostenlos und ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Geht deine Unterstützung noch ein wenig weiter? Na, dann findest du unten einen PayPal-Link für eine kleine Spende oder probier doch das Super Thanks, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen drin, von YouTube aus. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Im Gegenzug, wie du sicher schon bemerkt hast, gibt es bei mir deutlich weniger Werbung. So kannst du auch dieses Video an einem Stück durchsehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Seid gespannt, bei wem ich dann zu Gast sein werde. Und bis dahin, bleib energiegeladen. Das war zu früh. Mehr Schnitzel. So. Wir müssen jetzt hier noch mal kurz unterbrechen. Drüben, was ihr nicht sehen könnt, ist eine Mähmaschine unterwegs, die natürlich genau heute, wo wir filmen, den Seitenstreifen mäht. Und anstatt dass wir dagegen anbrüllen, machen wir einfach kurz Pause. Pause. Ja.
Jetzt haben wir schon 5 Erwachsene. Nein, jetzt haben wir 2 Erwachsene. Nein, jetzt haben wir 2 Kinder und 3 Erwachsene. Und jetzt habe ich hier noch ein Kabel erspäht. Das habe ich nicht. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe eine Dashcam installiert, vorne und hinten. Ah ja. Hier ist die hintere Dashcam verbaut. Das Kabel ist ein bisschen laienhaft hier verbaut. Ich habe mich nicht getraut, die ganze Abdeckung abzunehmen. Aber die meisten Teile von der Abdeckung sind sehr, ich sage, haben genug Spiel, dass man es auch einfach so reindrücken kann und es stört nicht. Okay, damit ist das geklärt. Falls die Frage aufkommt, was macht dieses Kabel da?